Hallo, Dreh- und Angelpunkt für unsere Gesundheit, für unsere Vitalität ist das Mitochondrium. Wir sprechen mit dem Heilpraktiker und mit dem Apotheker Andreas Schlecht über diese wichtige Einheit. Wir werden euch auf keinen Fall langweilen mit irgendwelchen Dingen, die ihr in Büchern nachlesen könnt, sondern es gibt tolle Informationen aus der Praxis. Wir kommen aber auch zu den Schwermetallen, wir kommen zum Mikroplastik, wir sprechen über die Hormone, über den Darm. Alles ist wichtig und wir helfen euch natürlich, beziehungsweise es gibt auch den einen oder anderen Tipp, wie wir diese Einheiten wieder fit bekommen. Freut euch auf ein tolles Gespräch und nun wünsche ich jedem von euch viel Spaß und viel Erfolg beim Vermehren der Erkenntnisse. Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute wieder mit Andreas Schlecht. Hallo Alexander, ich freue mich heute mit dir wieder ein extrem spannendes, weil kausales Thema für die Entstehung von chronischen Erkrankungen mit dir besprechen zu können. Mitochondrien und vor allem, wie sind die Mitochondrien entstanden und was haben die Mitochondrien mit unseren Erkrankungen zu tun? Andreas, erlaube mir, dass ich gleich provokant frage, was unterscheidet das heutige Gespräch von den anderen 100 Interviews, Videos, die es über die Mitochondrien im Internet gibt? Wir wollen heute so ein bisschen darauf eingehen, welche Konsequenzen mitochondriale Funktionsstörungen haben. Das liest man und sieht man und spürt man vor allem. Aber was sind die Hintergründe? Und vor allem, was haben die Mitochondrien mit unserem Immunsystem zu tun? Das ist nämlich ganz entscheidend. Man kann natürlich a priori sagen, geschädigte Mitochondrien durch Umweltschadstoffe, durch Xenobiotika, die wir heute in allen Bereichen finden, absichtlich konsumiert oder unabsichtlich, bewusst, unbewusst. Aber die Konsequenzen, die sind uns klar, die spüren wir. Aber warum ist das so? Und vor allem, welche Veränderungen der mitochondrialen Biogenese, die Oxyphosphorylierung, welche Konsequenzen hat das Ganze? Die Evolution hat eigentlich dieser Vulnerabilität, dieser empfindlichen Mitochondrien, dieser vormals eingewanderten Bakterien in der Endosymbiose vor 3,5 Milliarden Jahren, hier hat die Evolution eigentlich nur den Verstand vorausgesetzt, dass wir diese vulnerablen Systeme und die Möglichkeiten, die sich für uns als Säugetierorganismus in einem Mikrogaia-System ergeben, erstmal möglich gemacht hat. Das heißt nämlich, dass wir leben, dass wir diese Möglichkeit haben, aus einem Mol Glucose fantastische 32 Mol von einem energiereichen Phosphat, nämlich ATP, Adenosintriphosphat herzustellen, das ist in keinem Fall selbstverständlich. Und es war erst durch diesen entscheidenden Evolutionsschritt der Fall. Jetzt kann man sagen, naja, das ist der graue Theorie. Nein, weil das ist die Praxis. Das ist die Praxis, die ich verstehen muss, wie die Mitochondrien entstanden sind, wie die Mitochondrien funktionieren, damit ich chronische Krankheiten verstehen kann. Und nur wenn ich eine chronische Krankheit verstanden habe, dann kann ich sie behandeln. Das, was die Schulmedizin macht, sie versteht ja die chronischen Krankheiten nicht. Sie versteht auch dieses Mikrogaia-System nicht. Sie weiß auch nicht, was die Oxyphosphorylierung innerhalb der Mitochondrien ist, also zumindest mal nicht angewandt. Ja, es wird theoretisch dann irgendwann mal im Medizinstudium gelernt. Im Medizinstudium lernt man das alles. Aber man lernt nicht, welche Faktoren führen denn zu einer Störung innerhalb dieses Systems. Man lernt die einzelnen Enzyme zum Beispiel. Ne? Man lernt, welche Enzyme führen zum Beispiel am Zitratzyklus. Die Akonitase ist das erste Enzym im Zitratzyklus. Das lernt jeder Medizinstudent, lernt auch jeder Biochemiestudent. Nur, dass die Akonitase durch nitrosativen Stress geschädigt wird, inhibiert, sagt man auf
schlau. Ja? Mhm. Der nitrosive Stress kommt zum Beispiel durch die Instabilität der Halswirbelsäule oder durch das komplex regulierte System zwischen der prooxidativen Kapazität und der antioxidativen Reduktionskraft. Das ist nämlich das Entscheidende. Das heißt, wie viele prooxidative, durch Sauerstoff meist getriggerte Faktoren, durch Toxine, durch Xenostoffe, treffen auf meinen Organismus, auf meine Mitochondrien, und wie viel antioxidativen Kapazitäten durch Thiole zum Beispiel, durch Cystein, durch Methionin, haltige Aminosäuren kann mein Organismus dem gegenüberstellen. Und da die Medizin diese Dinge in keinster Weise auch nur in der Therapie und auch nicht in der Diagnostik berücksichtigt, ja, werden wir hier auch keinerlei kausale Therapie finden, ganz egal, wie viele Medikamente jemand nimmt. Ob jemand 3 Medikamente nimmt oder 5, meistens werden ja aus 3 4, aus 4 werden 5, ja, weil die Medikamente, wir haben ja Medikamente, die hochpotent sind. Das stellt ja niemand in Abrede. Nur, Medikamente, die hochpotent sind, lösen nie das Problem. Und wenn man die Pharmakokinetik und Pharmakodynamik anschaut, also was macht das Pharmakon mit unserem Körper und was macht unser Körper mit dem Pharmakon? Unser Körper muss das Pharmakon ausscheiden. Und schon da ergeben sich Probleme in der Entgiftung. Und wenn wir jetzt dieses Mikro-Gaia-System und die Oxyphosphorylierung der Mitochondrien und die Schutzgasbildung nicht verstanden haben, dann verstehen wir auch nicht, dass wir eigentlich mit jedem Eingriff von einem Medikament vom Arzt lege artis verordnet, nach bestem Wissen und Gewissen a priori eine Verordnung von Antibiotika, von Statinen, von was man alles geben kann an Psychopharmaka. Wir schädigen unser System, unsere Mitochondrien. Und wir haben etwa 200 Billionen Mitochondrien. Andreas, bevor du da weiterziehst, ja, du und ich und viele Zuschauer sind sich ja auch ganz klar bewusst, dass die meisten Medikamente gar nicht die Absicht haben, die Ursache zu beheben. Denn leider ist ja der kranke Patient wirklich auch ein lukrativer Patient, der einen mittlerweile sehr, sehr, sehr großen Wirtschaftszweig am Leben erhält. Und wie überall, wo es solche Auswüchse gibt, schon fast krebsartige Auswüchse, da ist auch der Wachstum natürlich gewollt. Das heißt, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und da sind wir doch in der Medizin mittlerweile in einer Sackgasse angekommen. Man hat jetzt in den letzten beiden Jahren gesehen, wie wenig Verständnis man eigentlich aufbringt für unser Immunsystem. Ich meine, ein gut ausgebildeter Therapeut, ich spreche bewusst nicht von Arzt oder Heilpraktiker, ein bewusster Therapeut, ein gut ausgebildeter Therapeut, der biochemisch Zusammenhänge verstehen kann und auch komplexe Sachverhalte verarbeiten und begreifen kann, dem muss klar sein, dass unser Immunsystem überwiegend durch Biogas, durch Stickstoffmonoxid gewährleistet wird. Das heißt also, unsere Zellen können über Stickstoffmonoxid, was Zellmembran überschreitend intrazelläre Parasiten abtötet, ja, kann hier unser Immunsystem in weiten Teilen autopoetisch funktionieren. Nur die Problematik ist die, wenn wir hier zu viel von diesem Biogas bilden, weil wir es zu lange mit Erregern zu tun haben oder weil wir von außen noch Stoffe reinbringen, die Stickstoffmonoxidbildung, wie zum Beispiel ACE-Hämmer oder Sildenafil, also Viagra oder Tadalafil, mit reinbringen oder auch nitrathaltige Lebensmittel, muss man ganz kurz so sagen, dann übersteigt irgendwann diese prooxidative Kapazität, mit der wir intrazelläre Erreger im autopoetischen System abwehren können, die übersteigt zum Beispiel die Glutathion-Regeneration. Und Glutathion als Thiol, als schwefelhaltiges Thiol, darauf sind wir zwingend notwendig angewiesen. Das heißt, wenn wir nicht genügend Ausgleich haben zwischen
pro Oxidation im Sinne von Stickstoffmonoxid, was wir brauchen, um intrazelluläre Erreger seit Millionen von Jahren, funktioniert es perfekt, abzutöten, haben wir auch eine Abschaltung der NO-Gasproduktion. Und jetzt das einzige Problem, warum ich gesagt habe, die Evolution hat der Empfindlichkeit dieses Mikro-Gaia-Systems und dieser oxidativen Phosphorylierung eigentlich nur die Intelligenz gegenübergestellt. Und weil wir eben in letzter Zeit, die letzten 200 Jahre, so viel für mich teilweise unbeschreiblichen Unsinn betreiben, ist das pro-oxidative Potenzial viel zu stark und der Ausgleich als Rettungsregulator kann nicht aufrechterhalten werden. Und dann kommen Dinge wie hoher Blutdruck. Dann kommen Dinge wie Mikrozirkulationsstörungen, Herzinfarkt, kalte Hände, kalte Füße. Ja? Mikrozirkulatorische Probleme sind der Beginn von allen chronischen Krankheiten. Also ich sage jetzt mal, der Mann, der heute eine Erektionsstörung aufweist, das ist der gleiche Mann, der morgen einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erwischt. Ja? Jetzt stellt sich natürlich sofort die Frage bei mir und bei wahrscheinlich vielen Zusehern, wie können wir dem Ganzen wieder entgegenwirken, wie können wir dem entkommen, wie können wir die Vergiftung erstmal verhindern, wie können wir Mitochondrien eventuell wieder reaktivieren, wie können wir die wieder aufbauen, wo sollen wir da am besten anfangen? Und vorab noch eine andere Frage, stimmst du dieser Aussage grundsätzlich zu, dass viele chronische Erkrankungen, viele Krankheiten generell eher eine Art Energiemangel sind? Ein Energiemangel im Hinblick auf die Mitochondrien, ja, das ist natürlich essentiell, ja, innerhalb der Atmungskette. Wenn hier der Elektronentransfer in der Atmungskette innerhalb der Mitochondrien, in der inneren Mitochondrienmembran zusammenbricht, dann bricht natürlich das gesamte System zusammen. Ja, dann hat die Zelle keine Energie, dann brechen die Elektrolytkonzentrationen zusammen, die ja auch nur künstlich aufrechterhalten werden durch energetische Prozesse. Wir brauchen immer Energie. Wir haben ja eine Zellenpumpen. Ja, die pumpen Natrium rein, Calcium rein, pumpen wieder Calcium raus und die brauchen eine Energie. Das heißt, ohne diese Pumpen könnte unser Herz gar nicht funktionieren, könnten unsere Neuronen gar nicht funktionieren. Und es geht eigentlich darum, wir brauchen in den meisten Fällen eine gesteigerte exogene Zufuhr von schwefelhaltigen Aminosäuren, um auch diese sich durch den nitrosativen Stress ergebende Nitrosotiolbildung zu hemmen. Wenn wir nämlich durch Stickstoffmonoxidüberschuss und überaktivierte Mitochondrien, weil wir ständig im Stress sind oder weil wir eine chronische Entzündung haben, beispielsweise haben wir eine chronische Entzündung im Darm, hervorgerufen durch Lipopolysaccharide. Das sind im Prinzip Bakterien, die eine dünne Zellmembran haben und die werden durch diese Lipopolysaccharide stabilisiert. Und wenn diese Lipopolysaccharide über die Pfortader von der Darmschleimhaut in den Blutkreislauf kommen, verursachen die chronische Entzündung. Wenn wir jetzt gleichzeitig noch Leistungssportler sind, dann aktivieren wir durch unsere Mitochondrien. Die Oxyphosphorylierung wird extrem stark vorangetrieben, weil der Sportler braucht ja viel mehr ATP wie der Nichtsportler. ATP kann nicht gespeichert werden. Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Bereich. Ja. Also ATP kann nicht gespeichert werden. Wir brauchen zu jeder Sekunde unseres Lebens, jetzt wie in 5 Minuten, benötigen wir ATP, Adenosintriphosphat. Ohne ATP geht nichts. Und ein erwachsener Mensch produziert so viel ATP pro Tag ungefähr, wie er wiegt. Eine unvorstellbare Menge. Deswegen haben wir auch diese Billionen von Mitochondrien. In jeder Zelle, abhängig vom Energiegehalt, vom Energiebedarf, haben wir bis zu 7000 Mitochondrien. Und natürlich ist es eine Frage, wie viele Mitochondrien habe ich und wie gut funktionieren denn die Mitochondrien? Haben wir Protonenlecks? Haben wir Schäden an der inneren Mitochondrienmembran? Die können wir nämlich auch entkoppeln. Also unser System kann sowohl die Mitochondrien über Schilddrüsenhormone anfeuern, aber auch entkoppeln.
Wenn ich zum Beispiel Schilddrüsenhormone nehme, dann weiß jeder, mir wird warm. Ja? Menschen mit Schilddrüsenhormonüberproduktion, man nennt es auch Hyperthyreose, Gegenteil der Hypothyreose. Ja? Denen ist warm. Die frieren quasi nie. Die können bei 10 Grad minus draußen sitzen im T-Shirt. Ja? Das merken die gar nicht. Weil ihre Mitochondrien entkoppelt werden. Durch das Schilddrüsenhormon entkoppeln die Mitochondrien. Was passiert? Die sind schlaksig, die sind dürr. Das heißt, es entsteht keine Energie. Es entsteht bei Entkopplung der Mitochondrien Wärme. Und deswegen sind die Leute so dünn mit der Hypothyreose, aber frieren nie. Aber haben natürlich auch keine Energie. Ja, kannst du für den noch nicht so geschulten Zuseher noch mal ganz kurz erklären, dieses ATP, was von den Mitochondrien produziert wird, wie das genau funktioniert? Also was passiert da genau, wie das ATP uns überhaupt Energie spenden kann? Vielleicht nur noch, um das ganz kurz zum Verständnis zu erklären. Also prinzipiell ist es so, wir ernähren uns ja aus den Makronährstoffen. Das sind unsere Energie- und auch Bausteinlieferanten. Die Proteine, die Aminosäuren sind unsere Bausteine. Dann haben wir Kohlenhydrate und Fette als Energielieferanten mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Im Endeffekt müssen die Kohlenhydrate genauso wie die Fette umgewandelt werden in dieses ATP. Und das passiert, indem wir die sogenannte Knallgasreaktion über Zytochrom-C-Oxidase in der inneren Mitochondrienmembran ermöglicht haben. Und das ist erst deswegen ermöglicht worden, dass wir aus der Glucose so viel ATP bilden konnten in den Mitochondrien, seit wir diese Mitochondrien durch die Ursymbiose vor 3,5 Milliarden Jahren erst einmal möglich gemacht haben. Eukaryoten. Ja, wir sind eukaryotische Lebewesen. Das heißt Eu von echt und Karyon von Kern. Wir haben einen echten Zellkern. Das war vor 3,5 Milliarden Jahren, als es Einzeller gab. Es gab eben dort Purpura-Bakterien, es gab die Arche-Bakterien, aber es gab keine Säugetiere. Die Säugetiere für ihren großen Energiebedarf müssen aus einer Mol Glucose viel Energie herstellen, nämlich 32 Mol ATP. Und das passiert an dieser inneren Mitochondrienmembran. Die Mitochondrien waren vormals Bakterien. Die haben 2 Membranen. In der inneren Mitochondrienmembran haben wir 5 Proteinkomplexe. Und in diesen 5 Proteinkomplexen will ich jetzt biochemisch nicht erklären, weil es extrem kompliziert ist, ja. Über diese Oxyphosphorylierung. Der erste Komplex ist der NADH-Ubiquinon-Oxyreduktase. Da entsteht die NADH-Ubiquinon-Oxyreduktase, Zytochrom-C-Oxidase und so weiter. Aber das hilft dem Zuschauer nicht. Wichtig ist, wenn wir nitrosativen Stress haben, wenn also das Pro-Oxidativ-Potential das Antioxidativ-Potential übersteigt, dann wird Komplex 1, Komplex 2 und die Akonitase, Komplex 1 und 3, Entschuldigung, wird gehemmt in der inneren Mitochondrienmembran. Und die Akonitase, das wichtigste Enzym am Zitratzyklus. Und wenn der Zitratzyklus steht, dann kumuliert Pyruvat. Und wenn Pyruvat kumuliert, entsteht Laktat. Das heißt, wenn der Zitratzyklus zum Stehen kommt, dann kann ich keine Energie mehr bilden. Und das ist das, was passiert, wenn das Ausgleichstiol-Molekül vermindert gleichzeitig die antioxidative Kapazität. Und wenn das eine kritische Schwelle in der Gegenregulation unterlaufen hat, dann schalten die Mitochondrien ab. Und was noch viel wichtiger ist, es kommt zu einem TH2-Switch, also T-Helferzellen. Der TH2-Switch heißt, wir haben Zytokine vom TH1-Zell, vom TH1-Mechanismus nicht mehr in ausreichender Menge. Und das bedeutet, wir können intrazelluläre Parasiten, und das ist nämlich das Interessante auch an der ganzen, ja, an diesem ganzen Theater, das wir die letzten 2 Jahre hatten, dass wir das nicht verstanden haben. Wenn wir eine mitochondriale Schädigung haben, dann können wir intrazelluläre Parasiten nicht abwehren. Dann können wir nur noch extrazellulär durch Antikörper und durch Komplementreaktion. Aber Komplementreaktion können wir nicht viel machen. Ja? Wir können opportunistische Pilze nicht mehr abwehren. Wir können intrazelluläre Parasiten nicht mehr abwehren.
Also ein ganz wichtiges System ist, dass wir das verstehen. Wenn wir eine mitochondriale Schädigung haben, dann haben wir ein geschwächtes Immunsystem durch einen TH2-Switch. Und im TH2-Switch können wir extrazellulär abwehren durch Antikörper, auch durch Komplementsystem, aber nicht durch NO-Gas. Und das NO-Gas wird intrazellulär heruntergefahren. Und gleichzeitig kommt es dann zu einer Steigerung des Blutdrucks. Und jemand, der hohen Blutdruck hat, kann ich jetzt schon sagen, hat mit ganz großer Wahrscheinlichkeit eine Mitochondriopathie, weil er eine chronische Entzündung und meistens dann in der Folge eine chronische Infektion wie Candida hat. Der Candida ist eigentlich nichts anderes wie eine Erschöpfung des antioxidativen Thiolpols, eine Veränderung in der Auftretenshäufigkeit von T-Helfer-Immunzellen, und immunologisch manifestiert sich das Ganze in einem TH1-TH2-Switch, und opportunistische Pilzinfektionen, Parasiteninfektionen können nicht mehr abgewehrt werden. So, jetzt ist natürlich die erste Frage so, was kann ich tun? Was gibt es da für Möglichkeiten? Aber auch da ist dann wieder wichtig herauszufinden, was ist die wirkliche Ursache? Ist es jetzt eine Vergiftung durch Schwermetalle? Ist es das Mikroplastik? Ist es die instabile Halswirbelsäule? Ist es der permanente Dauerstress, dass man sympathisch da im Sympathikus-Modus sich die ganze Zeit Fight-and-Flight-Modus befindet? Das heißt, zum einen, man ist gestresst wegen der Arbeit, man hat viel zu tun vielleicht mit den Kindern, dann hat man noch jemanden zu pflegen, dann ist vielleicht der Job wieder bedroht und so weiter. Das sind doch unheimlich viele Faktoren, die damit einwirken. Du jetzt als Therapeut, ja, wenn du jetzt merkst, okay, da hat jemand ein Thema mit, wie fängst du an? Also ich fahnde immer zuerst einmal nach Schwermetallen. Wobei man sagen muss, dass es heutzutage auch sehr schwierig ist. Ja? Weil wir werden heute mit so vielen toxischen Umweltschadstoffen geradezu geflutet, ja, geimpft, dass man da schon Schwierigkeiten hat. Wo ich vor 20 Jahren angefangen habe mit Schwermetallausleitung, da habe ich die Patienten immer gefragt, haben Sie Amalgamfüllungen? Hatten Sie Amalgamfüllungen? Nein. Sind Sie tätowiert? Nein. Tragen Sie Piercing? Nein. Okay, haken wir Thema Schwermetalle ab. Ja? Es sei denn, er arbeitet dann irgendwo in der Industrie und hat jeden Tag mit Schleifpartikeln von Aluminiumstaub oder Lackiererei oder Thermometer runtergefallen oder genau. Im Krankenhaus, ne? Oder Ne? Aber heute ist es unglaublich schwierig geworden, hier zu selektieren, zumindest mal im ersten Gespräch. Was man da machen muss, ist eine Schwermetallanalyse. Man muss wirklich eine Infusion machen oder durch orale Provokation mit EDTA, DMSA, Dimaval, Zink, DTPA gibt es einige Möglichkeiten. Aber wir müssen die an intrazelluläre Proteine gebundenen Schwermetalle über die Niere mobilisieren, was gar nicht so einfach ist. Ja. Es gibt auch Leute, die können aufgrund der Veränderung ihres Urin-pH-Werts Schwermetalle gar nicht gut ausscheiden. Die sind fast immer falsch negativ. Die rennen dann von Pontius zu Pilatus, von alternativen Therapeuten, und jeder kann nur feststellen, ach, so wild ist es mit den Schwermetallen gar nicht. Ja. Wenn man dann aber versteht, die Niere kann die gar nicht ausscheiden. Das sind meistens die Leute, wo sagen, ich habe eine Provokation gemacht, hatte ich vor kurzem auch gerade eine, ist mir gar nicht bekommen. Die will ich nie wieder machen. Dann weiß ich schon, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Schwermetallprovokation, ich habe eine EDTA-Infusion bekommen oder ich habe eine Dimaval bekommen oder ich habe eine DMPS, gibt's heute nicht mehr. DMPS, ja. DMPS gibt's heute nicht mehr, heißt heute Dimaval oder DMSA, dann kann man auch geben. Aber wenn jemand darauf schon sagt, ja, das ist mir nicht bekommen, dann weiß ich schon, dass hier ein Problem mit der Entgiftung aus der Niere stattfindet. Ja, die Firma aus Berlin, die Dimaval herstellt, die nennt das aber auch immer noch DMPS. Also das ist ein und das Gleiche. Okay. Und von daher beide DMSA und DMPS haben ja eher ein breites Spektrum, warum sie gerade für die Provokationstests sehr gut geeignet sind und auch viele verschiedene
Schwermetalle mobilisieren können. Der eine ein bisschen mehr Quecksilber, der andere ein bisschen besser bei Aluminium. Zwei hochspannende Substanzen, die definitiv, dass wir uns glücklich schätzen können, dass wir die im Köcher haben. Jetzt nicht per se sind sie mittlerweile ja nur Ärzten vorbehalten. Da hat ja auch die Rechtsprechung einiges dafür getan, dass es immer schwerer gemacht wird, den Menschen zu helfen. Das muss man ja auch anerkennen oder beobachten in Deutschland, dass immer mehr erschwert wird. Und man denkt sich auch manchmal, okay, zum einen kann es vielleicht Patientenschutz sein, aber manchmal kann auch der Patientenschutz vielleicht sogar sich zum Nachteil entwickeln, gerade in dem Bereich. Aber ich glaube, Entgiftung ist nochmal ein eigenes Thema oder Ausleitung ist nochmal ein eigenes riesiges Thema. Das heißt also, Schwermetalle als Therapieblockade ist schon mal ein wichtiger Meilenstein in deiner Therapie. Vielleicht darf man am Rande noch ganz kurz erwähnen, um das vielleicht mal in ein anderes Licht zu rücken. Patientenschutz ist eigentlich nur eine Floskel, die meistens dazu dient, dem Heilpraktiker irgendetwas zu verbieten, wo er in eine Konkurrenz treten könnte mit dem Arzt. Patientenschutz, vor dem werde ich jetzt nicht benennen, weil wir das Video ja auf YouTube hochladen wollen. Aber Patientenschutz in der Form, wenn man sich die Geschehnisse der letzten 2 Jahre anschaut, dann ist der Patientenschutz eine willkürliche Floskel, die den Gesetzmäßigkeiten des Stärkeren. Ja, einfach der Wirtschaft unterliegt. Ja, wenn genug Geld kommt, dann geht scheinbar alles. Dann geht alles. Ja. Dann ist alles möglich. Ja. Und entscheidend ist halt noch mal ganz kurz für unsere Zuschauer, um es zu verstehen: Mitochondriale Schädigung bei frei lebenden Säugetieren sind nicht bekannt. Und ich frage meine Patienten immer: Ist Ihnen schon mal irgendwann untergekommen, dass ein Elefant im Sand lag in Afrika mit einem epileptischen Anfall? Oder haben Sie schon mal einen Tiger gesehen mit Parkinson? Das sind Dinge, die sind uns gar nicht bewusst. Ja? Das ist ja auch erst seitdem Haustiere dem Lebenswandel des Menschen angepasst wurden, dass sie überhaupt auch Krankheiten entwickeln. Ne? Ein Hund mit Diabetes, den gibt's ja, oder ein Wolf mit Diabetes, den kannst du ja Millionen Jahre suchen, den willst du nicht finden. Aber die Hunde, ne, Tiere oder auch die ganzen Krankheiten, nehmen wir Sportpferde zum Beispiel, ein Pferd, das sich ausreichend bewegt und artgerechte Nahrung zu sich nimmt, wird wahrscheinlich keine Kolik entwickeln können. Man muss eins immer vor Augen führen: Das Erbgut, das wir in unseren Eukaryoten, echte Zellkerne, in uns tragen, ist ein Erbgut, das aus der Fusion, aus der DNA-Fusion von mehreren Einzellern entstanden ist. Wir sind also eigentlich Bakterien. Und deswegen ist es ja so absurd, wenn wir alles, was wir tun, um uns vor Krankheiten zu schützen, ist in gewisser Weise fast wiederum mitochondrientoxisch. Also ob das der Übereifer im Sport ist, ja, auch hier vielleicht mal an der Stelle ein ganz wichtiger Punkt: Nicht jeder ist zum Leistungssportler geboren. Kuklinski, kennst du ja auch, sagt das so treffend: Der Mensch ist keine Rennsau, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Also für diejenigen, die uns zuhören, die sich aus unerklärlichen Gründen immer müde, abgeschlagen fühlen, gut, da spielen mit ganz großer Wahrscheinlichkeit Umweltschadstoffe eine ganz tragende Rolle, bewusst oder unbewusst, ja. Aber es kann auch die Überforderung im Fitnessstudio sein. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich kann es aus Erfahrung mit Tausenden von Athleten sagen: Es ist nicht jeder zum was auch immer, Bodybuilder, Gewichtheber, Sprinter, geeignet, weil er einfach die Mitochondrien nicht hat. Es kommt auf den haploiden Typ der Mitochondrien an. Und da gibt es ganz starke Unterschiede. Zum Beispiel kann jemand, es gibt ja den H-Typ, es gibt den I-Typ, es gibt den U-Typ, ja, und nicht jeder kann jeden Tag ins Fitnessstudio gehen und da 2 Stunden durchballern. Das geht nicht. Und wenn er das trotzdem macht, dann kommen eben so Sachen, ich meine, da geht ja kein Lichtlein an und dann steht da irgendwo Mitochondrienschaden, ja,
sondern kommen wie Depressionen Sachen zustande oder Stimmungsschwankungen oder irgendwelche anderen Probleme mit dem Immunsystem. Ne? Und dann führt es aber keiner auf die Mitochondrien zurück. Aber entscheidend ist immer, der Elektronentransfer in der Atmungskette der Mitochondrien muss funktionieren. Und wenn das nicht mehr gewährleistet ist, vor allem die DNA der Mitochondrien, die ist teilweise für die Atmungskettenkomplexe, für die Proteine, die 5 Proteine, die ist ungeschützt. Die liegt ungeschützt im Zytoplasma. Also alle toxischen Einflüsse durch Antibiotika, durch Xenobiotika, durch Chemtrails, durch Impfungen, durch was auch immer, schädigt diese Mitochondrienkomplexe. Und deswegen sagt man im Leistungssport ja auch, ab 35 brauchst du nichts mehr antreten, ja? Weil eben ab dem Lebenszeitraum die ohnehin schon vom ersten Tag an eigentlich auf dem absteigenden Ast befindlichen Mitochondrien eher so weit geschädigt sind, dass sie eben nicht mehr ausreichend funktionieren. Bevor wir jetzt vielleicht noch kurz aufs Tuning, aufs Vermehren und wieder zu alter Kraft zurückzugewinnen kommen, die Schädigung, also das heißt also die Schwermetalle, das ist sozusagen der erste Punkt, der muss abgeschlossen sein, die müssen ausgeleitet sein, da muss man von frei sein. Da gibt es ja noch viele verschiedene andere Ursachen. Ich habe die instabile Halswirbelsäule angesprochen. Ich habe vielleicht eine Fehlernährung, vielleicht hat man eine Allergie, vielleicht verträgt man Gluten nicht, vielleicht mit Sicherheit verträgt man Kuhmilch nicht, ja. Dafür sind wir einfach seitdem wir Säuglinge, als wenn wir das vorbei haben, das Alter ab 3 Jahren, sind wir einfach nicht mehr ausgelegt, sagen wir mal ehrlich, ja. Und dieses Fehlverhalten, diese Fehlernährung, das trägt ja auch alles zu einem gewissen Stress für den Körper bei. Das heißt also, da muss jeder erstmal selbst hart an sich arbeiten, bevor man sagt, okay, ich gebe jetzt Q10, ich gebe jetzt ein bisschen PQQ und mache noch andere Spirenzchen. Die Pille, die das Problem löst, ist es ja erstmal nicht. Die Pille ist die Kür, also das Q10, das PQQ, das ist die Kür. Aber die Pflicht ist doch erstmal, seinen Themen wirklich auf den Grund zu gehen und eventuell auch das Leben mal zu entschleunigen oder zu verändern. Also bei den chronischen Mitochondriopathie-kranken Menschen, die jetzt mit Chronic Fatigue Syndrom kommen, wo das wirklich auch von ärztlicher Seite schon festgestellt wurde, das ist ja auch immer so ein Thema. Man kann natürlich auch sagen, sehr viele Chronic Fatigue Syndrom Patienten sind eigentlich Leute, die ein Schilddrüsenproblem haben oder ein Hormonproblem. Aber wenn die jetzt wirklich keine sonstige Ursache haben, also Schilddrüse ist in Ordnung, dann sehe ich eigentlich immer das Problem zwischen dem komplex regulierten Säugetierorganismus, dass der eine höhere antioxidative Reduktionskraft hat wie die Mikrobe. Das ist der Normalzustand. Wenn wir aber diese antioxidative Reduktionskraft herabsetzen, weil uns die Thiole fehlen, weil uns die Antioxidantien fehlen, weil wir zu viel Prooxidation haben durch Umweltschadstoffe, durch Tätowierung, durch all diesen, ich sage es jetzt mal etwas vielleicht hart, Blödsinn, den wir machen, fehlen uns die antioxidativen Thiole. Und da gibt es natürlich auch den genetischen Polymorphismus, weil es gibt nicht den Menschen, der regelmäßig sein Glutathion durch die Glutathion-Peroxidase und Reduktase wieder aufbauen kann. Es gibt eben ganz viele, die genetisch einfach nicht in der Lage sind, so viel Glutathion wieder zu regenerieren, jetzt mal einfach gesagt, wie er verbraucht. Und natürlich rennt derjenige gegen die Mauer, der rennt gegen die Wand und ins offene Messer, der eben eine eingeschränkte Glutathion-Reduktase-Kapazität hat. Das ist ein Enzym, das diese reduzierten Thiole, die oxidiert werden und quasi Moleküle heilen können, wieder aktiv zu machen. Also das kann man messen, richtig? Da können wir ja ruhig mal kurz Werbung machen für Biovis oder IMD in Berlin. Ja. Da kann man Blut einsticken lassen und dann kann man das nachmessen. Genau. Also wäre mal schon wichtig, weil
Ich möchte an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz sagen, heute Morgen habe ich einen Patienten gehabt, der schreibt mir, ich spritze mir jetzt jeden Tag Glutathion. Ich habe das Gefühl, dass meine Gelenkschmerzen durch Glutathion schlimmer werden. Also wenn man es nicht misst, ja, kann man auch zu viel des Guten tun. Man kann auch zu viel auf die Reduktionsseite schaufeln. Ja? Und das ist dann wiederum ein Problem. Glutathion ist Bestandteil von Leukotrien C4. Und Leukotrien C4 wirkt über die Arachidonsäure, eine C20-Fettsäure, proinflammatorisch. Also deswegen ist ein ganz guter Einwand, wo du jetzt gesagt hast, man sollte, bevor man jetzt hergeht und sagt, jetzt bestelle ich mir mal Glutathion und je mehr, desto besser. Ja? Der Gedanke scheint ja zu bestehen bei vielen Patienten. Ja? Wobei das orale Glutathion ja nicht gut aufgenommen wird, von daher besteht da kaum Gefahr. Aber für diejenigen, die sich Infusionen machen können oder für diejenigen, die sich intramuskulär getrauen zu injizieren, machen ja auch viele, ist ja auch nicht verkehrt. Aber man sollte wirklich darauf achten, dass man Parameter vorher bestimmt, wie hoch ist denn eigentlich mein reduziertes Glutathion im Vergleich zum oxidierten? Sollte 90:10 sein. Und genau daran merkt man, dass ein gewisses Halbwissen auch wieder gefährlich und schädlich sein kann. Ne? Dann denkt man, man macht etwas Gutes für sich, man spritzt sich das Zeug rein und die Probleme werden besser, es wird gelöst. Und wenn man es dann wieder übertreibt, also zu viel ist auch nicht richtig. Und das ist ja auch genau der Grund, warum du 25 Jahre lang dich mit diesen Themen auseinandergesetzt hast und dann eben deine Patienten berätst, weil es gibt unheimlich viele Faktoren und keiner hat hier den Anspruch, alle Faktoren zu kennen. Aber ich bin mir sicher, mit 25 Jahren intensiver Forschung, so wie du das machst und auch wahrscheinlich viel autodidaktisch noch dazugelernt, der kann halt die 3, 4 Dinge noch mehr überblicken und wenn der dann im Glaube ist, er tut sich was Gutes mit den Injektionen und sich dann aber doch mehr schädigt, dann macht er es schlechter, als es vielleicht vorher war. Und genau dafür brauchen wir halt Profis. Also sehr viel lernt man natürlich durch eigene Beobachtung am eigenen Körper, am eigenen Leiden. Ja, die besten Therapeuten sind ja meistens diejenigen, die selbst mal mit einer Krankheit zu kämpfen hatten und der Arzt ihnen eben nicht helfen konnte. So kommt man ja eigentlich erstmal darauf, systemkritisch zu werden, ja, weil man eben selbst mehr oder weniger auf die Nase gefallen ist und es immer wieder. Und dann irgendwann haben einige den Mut und sagen, okay, ich bin jetzt nicht verrückt, wie man mir da einreden möchte, sondern es muss einfach einen anderen Weg geben. Und so kam ich eben auf diese ganze Geschichte mit den Mitochondrien. Und natürlich gibt man da auch immer sich einer Illusion Preis, aber man kommt, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, schon relativ nahe an viele Erkenntnisprozesse, wo man sagen kann, jetzt habe ich das endlich verstanden. Und das kann man in der Schulmedizin nicht. In der Schulmedizin gibt es so wenige Dinge, die man wirklich verstehen kann, weil sie nicht logisch sind. Ja? Sie bauen nicht logisch aufeinander auf. Nehmen wir zum Beispiel mal die Chemotherapie. Diese prooxidative Belastung für einen Krebspatienten kann ja überhaupt nicht gut sein, wenn die Schulmedizin ja sogar zugibt, dass die prooxidative Belastung durch Chemotherapeutika die Ursache von Krebs ist. Also die Ursache von Krebs ist laut Schulmedizin gibt da mehrere Ursachen, ja, gibt es ja auch, aber einer der wesentlichen Faktoren ist diese gesteigerten prooxidativen Potenziale, sprich die freien Radikale, die Toxine, die von außen kommen, die Schwermetalle, die Umweltschadstoffe und so weiter, und das nicht adäquate ausgleichen können über den Thiolpool mit verminderter antioxidiver Kapazität. Wenn das eine Schwelle überschreitet, dann schädigt das die Mitochondrien, weil die Mitochondrien nicht mehr geschützt werden können, die schalten ab, dann habe ich keine Energie mehr. Das ist bei Krebspatienten schon relativ lange eigentlich oft der Fall. Und dann kommt es, was Otto Warburg gesagt hat, es gibt nichts, was leichter zu erklären ist, wie der Krebs, nämlich die Störung des Atmungsfrequenz. Und das Atmungsfrequenz hat er damals noch nicht als Mitochondrien bezeichnet. Das haben wir dann später, hat man das dann als Mitochondrien bezeichnet, aber als Otto Warburg zu dem Zeitpunkt gelebt hat, hat man das damals noch als Atmungsferment
bezeichnet. Mitochondrien. Ja, ich merke, wir sollten vielleicht demnächst auch nochmal ein Interview zum Thema Krebs generell machen, was das überhaupt ist, wie das entsteht, und da eventuell auch mal andere Sichtweisen drauf zu bringen, und sicherlich ein spannendes und leider auch sehr aktuelles, in der Anzahl steigendes Thema. Ja, die Mitochondrien. Was, jetzt vielleicht kannst du auch ein bisschen aus dem Nähkästchen reden, was machst du denn persönlich, um deine Mitochondrien zu pflegen, oder was würdest du anderen empfehlen, um damit mal zu starten? Das Wichtigste ist die Radikalbildung, die Silent Inflammation, die viele von uns im Darm haben und es gar nicht wissen. Und die Aufnahme von den Toxinen über die Lamina epithelialis, über die Mucosa, über die Schleimhautmucosa, die versuche ich so gering wie möglich zu halten für mich selbst. Das heißt also, ich nehme regelmäßig entweder Zeolit oder Activamin, um toxische, auch metabolische, im Darm durch Darmbakterien entstehende Abbauprodukte, Alkoholverbindungen, ja, Skatol, Indol, Histamin. Es gibt ja sehr viele auch alkoholische Abbauprodukte von Bakterien durch bakterielle, metabolische Stoffe, die entstehen. Und die kommen zur Leber. Die belasten erstmal meine Leber. Schon dann verbrauche ich Glutathion. Das möchte ich schon mal nicht haben. Und zum Zweiten, wenn die Leber die nicht mehr rausfiltern kann, weil sie zu viel werden, dann schädigen sie meine Mitochondrien. Und das ist das Erste, was man machen muss. Man muss immer den Darm, ich sage jetzt mal ganz einfach, abdichten. Ja? Also jetzt sehr einfach gesagt, ja. Aber dieses durch zum Beispiel am Mikrobiom erkennbar gesteigerte Zonulin oder im Blut kann man es auch messen, das IFAP, das Intestinal Fatty Acid Binding Protein, kann man beides bestimmen, hat beides ziemlich ähnliche Aussagekraft, nämlich ein Leaky Gut. Es gibt also das Leaky Brain und das Leaky Gut und das Leaky Brain hängen da eng zusammen. Ja? Und man kann sagen, wenn man sich den Darm so anschaut, schaut euch einfach mal den Darm an, Google einfach mal heute Abend oder wenn ihr das Video angeschaut habt, Darm, Dünndarm. Ne? Und dann googelt mal Gehirn. Und die beiden Organe sehen eigentlich von ihrer Struktur her täuschend ähnlich aus. Ja? Und deswegen ist es auch funktionell so. Das heißt, wir haben auch sehr viele funktionelle Zusammenhänge über die instabile Halswirbelsäule. Die Impulse vom Gehirn gehen über die Halswirbelsäule und steuern über den Vagusnerv, deswegen diese ganzen Vagopathien, also Erkrankungen des Nervus vagus, werden unter anderem ausgelöst durch die Instabilität mit rezidivierenden Blockaden der Halswirbelsäule. Ganz spannend ist an der Tatsache, ich habe einige Patienten, auch die letzten Monate gehabt, die mir gesagt haben, man hat mich am Darm operiert. Dann frage ich, gut, was war der Grund? Ja, das weiß ich nicht. Sage ich, ja gut, aber Sie müssen doch, es ist doch Ihr Darm. Ja? Sie müssen doch wissen, warum man Sie am Darm operiert hat. Ja? Warum sind Sie überhaupt ins Krankenhaus gekommen? Und oft hört man dann so unklare Dinge, so die man nicht wirklich zuordnen kann. Befunde werden ja oft leider nicht mitgegeben von Seiten der Klinik. Ja? Die kann man beim Hausarzt dann holen, aber die meisten machen das ja nicht. An der Stelle vielleicht gleich den Hinweis, wenn ihr wirklich selbstverantwortlich für eure Gesundheit sein möchtet, dann habt bitte eure Befunde von den wichtigen Diagnosen, die euch mehr oder weniger zuteil geworden sind, ja, die man euch auferlegt hat. Ja, das ist ja erstmal wie so ein Damoklesschwert. Colitis ulcerosa, Morbus Crohn, ja, ADHS, ja, solche Sachen. Die muss man haben. Diese Befunde, die müsst ihr haben. Die dürfen nicht beim Hausarzt irgendwo in der Karteikarte liegen. Da dürfen sie auch liegen, aber in Kopie braucht ihr die auf alle Fälle. Und dann kann man hier anfangen, wenn man zum Beispiel, um auf die Frage zu antworten, wenn man dafür gesorgt hat, dass keine größere, weitere Schadwirkung auf den Organismus eindringt, dann kann man Dinge geben wie zum Beispiel Kofaktoren, die die Arbeit der Mitochondrien in der inneren Mitochondrienmembran überhaupt erst ermöglichen. Die kann man dann im Vollblut testen, also zum Beispiel würde ich da erstmal Magnesium testen, dann kann man Eisen testen,
B-Vitamine sind ganz wichtig, vor allem Coenzym Q10 sollte getestet und dann zugeführt werden. Also die Klassiker sind für mich die Gabe und dann durch die Testung von Coenzym Q10, Eisen. Ohne Eisen geht gar nichts in den Mitochondrien. Dann Mangan, auch ganz wichtig, da denkt jetzt wahrscheinlich kaum jemand dran. Mangan, kaum gehört, ja, mal irgendwo. Aber dass es wichtig ist für die Mitochondrien, auch Eisen weiß keiner. Ich habe so viele Patienten, jede Woche, die kommen mit einer Anämie. Die werden nicht mal aufgeklärt, die eine Anämie haben. Die haben eine Anämie, also die Erythrozyten sind erniedrigt, Hämoglobin ist erniedrigt, Hämatokrit ist erniedrigt und die werden zum Neurologen geschickt und kommen mit einem Psychopharmaka nach Hause. Und dann fragt man sich, das ist Medizin. Ja? Ja. Und das sind Dinge, deswegen sehr viele Menschen haben eigentlich gar keine geschädigten Mitochondrien. Und das ist natürlich ein Idealzustand, da kann man natürlich sehr gut arbeiten. Wenn jemand keine Schädigung der inneren Mitochondrienmembran aufweist, sondern einfach nur wichtige Kofaktoren, weil die eigentliche Problematik eine resorptive Störung im Darm ist, ja, weil er vielleicht eine Zöliakie hat und es nicht weiß, weil er vielleicht eine Candida-Infektion hat und es nicht weiß, eine chronische Schleimhautinfektion hat und es nicht weiß, dann kann man durch hervorragend therapieren. Wenn man allerdings geschädigte Mitochondrien hat, durch Schwermetalle überwiegend, durch toxische Einflüsse, vor allem auch diese, worauf man achten muss an der Stelle, vielleicht noch ein Hinweis, Kontrastmittel. Wenn ihr euch Kontrastmittel spritzen lasst, dann fragt bitte, was da drin ist. Keine gadolinumhaltigen Kontrastmittel. Der Radiologe weiß das nicht. Das muss ich an der Stelle wirklich sagen, maxima mea culpa. Aber der Radiologe weiß das nicht. Der Radiologe ist so weit informiert, wie er wissen muss, dass Gadolinum mit der Niere wieder ausgeschieden wird. Aber wie viel und wann und warum überhaupt und vor allem, ob das auch bei jedem der Fall ist, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Und wenn man dann nachher mit einem Schaden kommt, dann heißt es nämlich genau wie bei vielen anderen Dingen, die zurzeit gemacht werden, ja, das kommt nicht da davon. Das kommt. Ja, ein berühmtes Beispiel aus den Vereinigten Staaten ist, soweit ich weiß, die Ehefrau von Chuck Norris. Die ist auch eine Kontrastmittelgeschädigte und die haben das überhaupt erstmal publik gemacht. Und es muss leider immer erst sowas passieren, dass es dann überhaupt eine Öffentlichkeit bekommt. Auf der anderen Seite merkt man dann aber auch, dass das Ganze wieder schnell zugedeckt wird und verheimlicht und weitergemacht, bis dann irgendwann das Ganze explodiert. Nur als Beispiel, in anderen Ländern ist schon seit mehreren Jahrzehnten Amalgam für alle komplett aus dem Programm genommen. Und in Deutschland hat man sich dazu herabgelassen, das bei Kleinkindern und bei Schwangeren jetzt mal zu unterlassen. Und der Rest, der wird noch zum Teilweise dann natürlich damit behandelt oder versaut, kann man es ruhig sagen. Richtig. Also das heißt, ich höre auch wieder heraus, wenn man so wichtige Eckpfeiler erledigt hat, dann kommen wir doch immer wieder irgendwie zum Darm zurück, dass das doch auch einer der Dreh- und Angelpunkte unserer Gesundheit ist. Die meisten Faktoren, die ich sehe, sind 3 Dinge. Die hormonellen Störungen, da allen voran die Schilddrüse, spielen eine ganz wichtige Rolle. Die Nebennierenrinde, was natürlich auch eine Rolle spielt, ja. Das erklärt zum Beispiel die bekannte Tatsache, dass wir, wenn wir eine Entzündung haben oder auch bei einer Infektion, dann ist es so, morgens ist die Cortisolproduktion höher als am Abend und am Morgen haben wir weniger Symptome. Am Abend nehmen die Symptome zu. Das hat damit zu tun, dass wir am Abend weniger TH1-dominant sind. Die T-Helferzellen Typ 1 sind morgens höher und bilden auch mehr Stickstoffmonoxid. Das heißt, auch morgens ist die Abwehrleistung des Organismus eigentlich größer. Das hat evolutionsbiologische Gründe. Und entscheidend ist halt immer zu verstehen, dass die Hormone, wenn wir zum Beispiel östrogendominante Frauen haben, dann kommt es fast immer zu einer Abschaltung der Mitochondrien mit konsekutivem TH2-Switch. Und die Frauen werden immer allergischer. Das kann man daran erkennen,
dass eine schwangere Frau, die vor der Schwangerschaft so latent gegen Erdbeeren und gegen verschiedene Sträucher und Gräser oder Hundehaaren latent allergisch ist, am Ende der Schwangerschaft, wenn Östrogen stark angestiegen ist, und die Östrogen dominant ist, dann wird die super allergisch. Ja. Und nach der Schwangerschaft sollte das Ganze sich wieder einpendeln, weil durch den Östrogeneinfluss steigert es die Wirkung vom Histamin. Histamin und Östrogen interagieren positiv. Und je mehr Östrogen, desto eher bin ich TH2-dominant. Und je eher ich Testosteron hochgesetzt habe, bin ich eher TH1-dominant. Ist natürlich auch nicht unbedingt gut, weil wenn ich, und das ist genau das Problem bei der Hormone Replacement Therapie, wenn wir ständig Testosteron in hoher Dosierung zuführen, dann haben wir auch eine zu starke Stimulierung der TH1-Zytokine. Und dadurch kommen wir zu stark in Interleukin 2 und Tumornekrose Faktor Alpha. Und das wiederum verursacht prooxidative Belastung. Und diese prooxidative Belastung verbraucht Glutathion. Das heißt, jeder, der eine Hormone Replacement Therapie macht, sollte sich auch wirklich TH1, TH2 anschauen, das man im IMD in Berlin machen kann. Und natürlich auch dementsprechend hier in dem Bereich die Hormone, die anderen Hormone, die auch wichtig sind, kontrollieren. Aber wichtig ist, das Immunsystem und die Hormone sind nicht voneinander zu trennen. Niemals jemals. Wenn man hormonelle Dysbalancen hat, dann haben wir mit Sicherheit ein immunologisches Problem. Und wenn wir ein immunologisches Problem haben, dann müssen wir die Hormone auch mit anschauen. Du hast ja gesagt, 3 Hauptbereiche. Das sind die Hormone. Vor allem Schilddrüse, ja. Schilddrüse nicht vergessen. Zweiter Bereich ist welcher deiner Meinung? Der Darm. Und der dritte Bereich, die chronische Vergiftung. Mhm. Da zähle ich auch die akademische Dummheit von vielen Therapeuten, es ist ja so, in der Schulmedizin, wenn wir jetzt mal einen Patienten zugrunde legen, der hohen Blutdruck hat, dann gibt man mal einen Beta-Blocker und ACE-Hämmer. Nach 2-3 Wochen, nach 4 Wochen stellt man fest, das hat nichts gebracht. Dann gibt man ein zweites Medikament hinzu, ohne das alte Medikament, das ja scheinbar nichts gebracht hat, zu entfernen. Und somit kommen wir natürlich in eine Situation, die fatal ist und auch gar nicht mehr beherrschbar. Weil niemand kann Arzneimittelinteraktionen jenseits von 3 Medikamenten überschauen. Und das ist einer der größten Fehler. Das heißt, die Medikamente, gestern Abend hat mir eine Frau gestanden, ihre Mutter nimmt am Tag 30 Medikamente. Also 30 verschiedene. Das ist nicht vorstellbar, oder? Also das überhaupt zuzulassen, das ist ja auch schon, das tut mir schon fast leid, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Und ich meine, sind da mehrere Ärzte an einer Patientin am Werkeln und die wissen voneinander nicht Bescheid? Oder ist das ein ambitionierter Hausarzt, der noch Medikamente übrig hat? Oder? Also in der Regel ist es so, dadurch, dass wir natürlich nicht mehr den wirklich kompetenten Hausarzt haben, der den Patienten von der Pike auf kennt und auch alles weitere regelt. Es ist auch ein bisschen Schuld des Patienten, dass viele Patienten auf eigene Faust zum sogenannten Spezialisten gehen. Das wird an der Stelle auch nochmal ganz klar gesagt. Der Spezialist ist nicht der euch besser helfen kann. Das klingt so, das ist aber Wunschdenken. Ja? Das ist einfach eine naive Rekonstruktion der nicht vorhandenen biologischen Wirklichkeit. Wenn man zum Beispiel sagen wir mal, wir haben jetzt einen tiefen Kreuzschmerz, ja. Damit gehe ich zum Hausarzt. Was macht der Hausarzt? Er schreibt dann Ibuprofen auf und wenn er es ganz gut mit dir meint, dann schickt er dich zum Physiotherapeuten. Ja? So, wenn es nicht besser wird, dann geht man nochmal hin. Dann kriegt man vielleicht eine Kortisonspritze. Na okay. Und nach 3 Wochen kommt der Schmerz wieder, und nach 2 Wochen kommt er wieder. Und dann kommt aber der Familienvater, weil er arbeiten muss, auf die Idee, jetzt muss ich auch mal zum Spezialisten gehen. Und der Spezialist, der ist ja meistens der Orthopäde. Einer der für mich eigentlich völlig sinnlosesten Berufe, die es gibt auf dieser Welt.
weil der Orthopäde, was kann der machen? Der kann genau das gleiche Programm machen, wie der Hausarzt schon gemacht hat, nämlich Massage aufschreiben, Physiotherapie aufschreiben oder nichtsteroidale Antirheumatika aufschreiben. Und dann kommt der gefährliche Bereich. Er wird dich wieder hin zu einem anderen Spezialisten schicken. Das wäre dann Rheumatologe oder Chirurgie oder Psychiatrie im Extremfall. Ja? Wenn einem der Patient schleierhaft vorkommt, dann schickt man den natürlich erstmal zum Psychiater. Ja? Und der will natürlich auch etwas tun. Ja? Jeder Arzt, ich unterstelle jetzt mal, jeder Arzt möchte eigentlich auch helfen. Er versteht zwar nicht die Grundlagen der Erkrankung, aber Ärzte sind eigentlich so, dass sie keine schlechten Menschen sind. Sie wissen nur nicht, wie der Körper funktioniert. Und das ist fatal. Und deswegen verordnen sie Medikamente, weil sie wollen dem Patienten helfen. So ist es nicht. Es gibt sicherlich keinen Arzt, der die ganze Hybris, die ganze elitäre Quacksalberei, mal alles außen vor, ja. Aber die Ärzte wollen helfen. Aber sie können es nicht, weil sie es nicht verstehen. Sie haben die Biochemie nicht verstanden. Sie haben die Biomechanik nicht verstanden. Die Anatomie ist schon verdammt lange her. Es tut jetzt für einige sicherlich weh, aber es ist so, das erlebe ich jeden Tag. Ja. Das darf man auch ruhig sagen. Das Fachwissen ist meistens nicht da. Das hat aber damit zu tun, dass die Pharmaindustrie den Ärzten sehr viel abgenommen hat. Ja. Ich muss ja nicht mehr die Halswirbelsäule befunden. Muss ich ja nicht mehr. Weil ich gebe dem Patient einfach gesagt ein Schmerzmittel und ist er schon zufrieden. Der muss sich nicht mehr dahin legen und ich muss eine halbe Stunde die Halswirbelsäule untersuchen, wie das der Physiotherapeut noch machen muss. Ja. Das macht der Arzt nicht. Der fasst dich ja nicht mal an. Ja. Ja, das wundert nicht, wenn man auch weiß oder sich denken kann, wer das Curriculum der Ärzteschaft beeinflusst und auswählt. Und das erlebt man ja auch schon bei jungen Ärzten, die dann irgendwelche Pocketbücher geschenkt bekommen zum Thema Allgemeinmedizin und dann stehen da Symptome drin. Mittlerweile ist es wahrscheinlich nur noch eine App, dann stehen da gewisse Symptome drin und dann spuckt das Handy schon die entsprechenden Medikamente aus. Was gibt es Tolleres, ne? Für die Pharmaindustrie? Wir wollen das Gespräch, auch wenn wir noch weitermachen können, nicht unnötig in die Länge ziehen. Wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, und er denkt, er muss jetzt endlich mal was tun und aus der Couch herauskommen oder er will wieder am Leben teilhaben. Er möchte wieder den zweiten Frühling erleben. Natürlich kannst du ja auch keine Versprechen machen, Butter bei der Fische. Aber wenn jemand wirklich seriös wieder an sich arbeiten möchte, um wieder mehr Energie zu haben, mehr Lebensfreude, die es dann daraus sich entwickeln kann sozusagen, dann kann er dich kontaktieren, erreichen auch unter orthomedico.de. Noch einen abschließenden Satz von dir an die Zuseher, an mich, bevor wir heute wieder abschalten. Also mir liegt immer am Herzen, dass man versteht, je weiter wir uns von der Natur entfernen, desto eher werden wir auf die Nase fallen. Wenn wir eine chronische Erkrankung haben, dann müsste man sich immer erstmal überlegen, ist das überhaupt physiologisch? Ja? Können wir das irgendwo in Einklang mit unserer zellulären Physiologie bringen? Weil das ist immer das Entscheidende. Und deswegen sollte sich jeder überlegen, wie weit bin ich bereit, mich aus dem Fenster zu lehnen, ohne dass ich rausfalle. Und wenn ich mich natürlich weit aus dem Fenster lehne, und jede Menge Medikamente genommen habe und auch sonst sehr viel Raubbau mit meinem Körper getrieben habe, dann ist es nicht die Lösung, hier mein Problem, das ich als Folge von gewissen biochemischen Entgleisungen dann irgendwann manifestiert, durch eine pharmazeutische Polypragmasie zu behandeln. Chronische Krankheiten sind, ich sage es immer wieder, kein Medikamentenmangel. Und genau den Spruch sollte sich jeder hinter die Ohren schreiben, bevor er irgendwann nochmal ein Medikament zulässt an sich. In Klammern, wir nehmen natürlich die Akutmedizin erstmal aus. Das kann man sagen. Aber sobald es um chronische
Medikamente geht, auch da die Zweit- oder Drittmeinung einholen. Natürlich machen wir uns jetzt mit dieser Aussage keine Freunde, aber dafür sind wir nicht auf der Welt. Wir wollen der Wahrheit nahe kommen. Deswegen auch der Titel der Sendung, wahre Gesundheit. Wir versuchen es zumindest. Und genau dafür brauchen wir solche Menschen wie dich, die anders denken, die out of the box denken und die auch schon andere Erfahrungen gemacht haben, andere Ausbildungswege, nicht immer nur 0815 geradlinig, sondern manchmal ist das Leben verrückt, aber auch gerade wir brauchen Menschen, die etwas verrückt sind, vom Mittelpunkt weg sind, die eine andere Sicht auf die Dinge bringen können, die mal Physiotherapie fertig gemacht haben, die Medizin studiert haben und die dann noch Pharmazie studiert haben, also wirklich Universaltalente. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft, dass wir einfach kompetente Menschen haben, die auch eine gewisse Demut haben, bei allem Wissen, dass du schon ausstrahlst. Man merkt doch noch, dass du eine hohe Portion Demut vor der Natur hast. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Und danke für das spannende Gespräch und bis zum nächsten Mal, Andreas. Ich habe zu danken, vielleicht darf ich das noch ganz kurz mit anbringen, was für mich eigentlich wichtig ist, wenn ich so Revue passieren lasse, wie ich eigentlich begonnen habe mit der Medizin. Meine erste Ausbildung war nämlich überhaupt nicht Medizin. Meine erste Ausbildung war Werkzeugmechaniker. Und jetzt kann man sagen, was hat denn der Werkzeugmechanik mit Medizin zu tun? Ganz einfach. In der Ausbildung, so war das bei uns zumindest, ist man mit Problemen konfrontiert worden. Das heißt, der Meister hat gesagt, ich brauche diese und jene Vorrichtung, mach dir mal Gedanken darüber, wie du die bauen könntest. Fräsen, drehen, schrauben und so weiter, bohren. Ja? Und das ist wichtig. Und das passiert im Medizinstudium überhaupt nicht. Im Medizinstudium ist alles vorgekaut. Also man muss es sich nur auf die Festplatte ziehen und dann nachher im Examen die Kreuzchen an der richtigen Stelle machen. Das ist nicht einfach, ist völlig klar, weil man muss ja sehr viel auswendig lernen. Aber das schult das Gehirn nicht zur Intelligenz. Und es ist ganz wichtig, es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Intelligenz. Und intelligent werde ich durchs Medizinstudium nicht. Ja, auch das Problemlösen ist wichtig, ne? Und vor einer Aufgabe stehen und sich dann erstmal Gedanken machen, wie das Ganze denn bewerkstelligt werden kann. Und das schult definitiv den Muskel dort oben, wenn man das so mal ausdrücken möchte. Genau. Ja, eben. Und genau deswegen sind ja gerade viele Errungenschaften, viele Erfindungen werden ja nicht aus der Disziplin direkt herausgemacht, sondern kommen eben von Quereinsteigern und Menschen, die schon andere Felder beackert haben. In diesem Sinne freue ich mich auf die Ernte, die ich heute einfahren durfte mit unserem tollen Gespräch. Und ja, dann bis demnächst und lass es dir gut gehen auf Punta Cana. Genieße die Sonne, genieße das Wetter und bis ganz bald, Andreas. Ich danke dir.